Hallo und herzlich willkommen zu German for Beginners. Ich bin Lena und heute wird's richtig gemütlich. Und ich bin Frank und ich sag's gleich, ich hab Hunger. Das passt perfekt, denn heute sprechen wir über ein Thema, das jeder braucht, egal ob du in Deutschland lebst oder nur zu Besuch bist. Im Café oder Restaurant bestellen. Genau, das ist echte Alltagssprache. Nichts ist schöner, als in einem Café zu sitzen, den Duft von frischem Kaffee in der Nase zu haben und ganz entspannt Deutsch zu üben. Ja, Cafés sind die besten Orte zum Lernen. Man hört Menschen reden, man beobachtet Gesten und man bekommt ein Gefühl für die Sprache. Und mal ehrlich, wer mag kein gutes Stück Kuchen am Nachmittag? Ich sicher nicht. Mein Lieblingskuchen ist Apfelstrudel mit Vanillesoße. Klassiker. Bei mir ist es Schwarzwälder Kirschtorte, aber nur wenn sie hausgemacht ist. Siehst du, Essen verbindet uns alle. Und deshalb ist dieses Thema so wichtig. Im Café oder Restaurant lernst du viele nützliche Sätze. Ich hätte gern einen Kaffee. Was empfehlen Sie? Die Rechnung bitte. Mit diesen Sätzen kommst du überall zurecht. Und das Schöne ist, sie sind einfach, aber klingen sofort freundlich und natürlich. Genau. Man kann mit ein paar Wörtern so viel bewirken. Ein Bitte oder Danke macht immer einen guten Eindruck. Und keine Angst, wenn du etwas vergisst. Die Leute im Service sind meist geduldig und freuen sich, wenn jemand Deutsch spricht. Ja, und du lernst nebenbei die Höflichkeitsformen kennen. Sie statt du, ein freundliches Entschuldigung und viele typische Alltagsausdrücke. Heute zeigen wir dir Schritt für Schritt, wie du in Deutschland im Café oder Restaurant souverän bist. Vom Begrüßen über das Bestellen bis zum Zahlen. Und keine Sorge, wir machen das leicht und lustig. So merkst du dir alles besser. Also hol dir am besten jetzt selbst einen Kaffee, dann klingt das gleich noch echter. Oder einen Tee, wenn du so bist wie ich. Bereit? Dann tauchen wir ein in die deutsche Kaffeekultur. Na dann, auf geht's zum ersten Café des Tages. Lena, stell dir vor, wir gehen zusammen in ein Café. Was sagst du, wenn du reinkommst? Ganz einfach. Hallo oder guten Tag. Immer mit einem Lächeln. Freundlichkeit ist der beste Start, egal wo man ist. Absolut. Und wenn man sich hinsetzen will, kann man fragen, ist hier noch frei oder darf ich mich hier setzen? Sehr gut. Wenn man zu zweit ist, sagt man vielleicht, wir sind zu zweit bitte. Und wenn man draußen sitzen möchte, können wir draußen Platz nehmen? Und dann kommt meistens schon der Kellner oder die Kellnerin mit der typischen Frage, was möchten Sie trinken? Genau. Dann kannst du antworten, ich hätte gern einen Cappuccino. Oder für mich bitte einen schwarzen Kaffee. Wenn du unsicher bist, kannst du auch sagen, was empfehlen Sie oder was ist besonders gut heute. Das klingt höflich und interessiert. Und man kann natürlich auch gleich etwas zu essen bestellen. Ich nehme ein Stück Apfelkuchen. Oder ich hätte gern ein Käsebrötchen bitte. Wenn man mehr Zeit braucht, kann man sagen, einen Moment bitte. Oder wir schauen uns noch kurz die Karte an. Und dann, wenn alles bestellt ist, lehnt man sich zurück, genießt den Duft vom Kaffee und das Geräusch der Espressomaschine. Und hofft, dass der Kuchen so gut schmeckt, wie er aussieht. Immer. Und wenn du höflich bist, sagst du beim Servieren natürlich Dankeschön. Oder super, danke. Das klingt entspannt, aber freundlich. Richtig. So einfach kann man auf Deutsch im Café bestellen. Ganz ohne Stress. So Lena, jetzt wechseln wir vom Café ins Restaurant. Ein bisschen schicker, oder? Ja, hier trägt der Kellner vielleicht sogar eine Fliege. Wenn man ins Restaurant kommt, wird man meistens gefragt, haben Sie reserviert? Genau. Wenn man reserviert hat, kann man sagen, ja auf den Namen Frank. Und wenn nicht, nein, wir haben nicht reserviert. Haben Sie trotzdem einen Tisch für 2? Sehr höflich. Und wenn man am Tisch sitzt, bekommt man die Speisekarte. Dann sagt man oft Dankeschön. Oder wir schauen uns kurz die Karte an. Und wenn man bereit ist zu bestellen, ruft man nicht laut. Man hebt einfach kurz die Hand oder sagt freundlich, Entschuldigung, wir würden gern bestellen. Richtig. Und dann kann man sagen, ich nehme die Suppe als Vorspeise. Als Hauptgericht hätte ich gern das Hähnchen mit Reis. Oder wenn man vegetarisch isst, gibt es das auch ohne Fleisch? Oder ich bin Vegetarierin, Vegetarier. Sehr gut. Und Getränke nicht vergessen, ich nehme ein Glas Wasser. Für mich bitte eine Apfelschorle. Wenn man unsicher ist, kann man auch fragen,
Was empfehlen Sie? Oder was ist besonders beliebt? Und wenn man fertig ist mit Essen, kann man sagen, es war sehr lecker, danke. Oder das hat wirklich gut geschmeckt. Das freut jede Bedienung. Und kleine Gesten sind wichtig. Ein Lächeln oder ein Danke schön macht viel aus. Ja, und keine Sorge, auch wenn du Fehler machst. Alle verstehen dich, wenn du freundlich bist. Ganz genau. Sprache lernt man am besten, wenn man sie einfach benutzt. Am besten beim Essen. Also Lena, jetzt stell dir vor, du bist im Restaurant und möchtest etwas ändern. Zum Beispiel, du magst keine Zwiebeln. Was sagst du dann? Ich würde freundlich fragen, könnte ich das bitte ohne Zwiebeln haben? Das klingt höflich und niemand ist beleidigt. Sehr gut. Man kann auch sagen, ich hätte das gern ohne Soße oder könnten Sie das bitte ein bisschen weniger salzig machen? Ja, genau. Und wenn man etwas zusätzlich möchte, zum Beispiel Brot oder Ketchup, kann man einfach fragen, darf ich noch etwas Brot bekommen? Oder haben Sie vielleicht Ketchup? Ein Klassiker. Und wenn man etwas nicht verstanden hat, ist das auch kein Problem. Dann sagt man einfach, wie bitte? Können Sie das bitte wiederholen? Oder was bedeutet das Wort? Das finde ich so wichtig. Viele trauen sich nicht nachzufragen, weil sie denken, das ist unhöflich. Aber in Deutschland ist das ganz normal. Lieber fragen als nicken und nichts verstehen. Ganz genau. Und wenn etwas fehlt, zum Beispiel das Getränk kommt nicht, kannst du freundlich sagen, Entschuldigung, ich glaube, mein Getränk fehlt noch. Oder könnten Sie bitte noch einmal nachsehen? Und immer mit einem Lächeln, das hilft wirklich. Absolut. Freundlichkeit ist wie Trinkgeld. Man bekommt fast immer etwas Positives zurück. Das stimmt. Und am Ende des Essens kann man natürlich auch nach einem Dessert fragen. Was gibt es als Nachspeise? Oder haben Sie etwas mit Schokolade? Jetzt kriege ich Hunger. Ich auch. Aber erst lernen, dann essen. Also Lena, im Restaurant läuft ja nicht immer alles perfekt. Was machst du, wenn du etwas Falsches bekommst? Oh ja, das passiert manchmal. Ich bleibe ruhig und sage freundlich, Entschuldigung, das habe ich nicht bestellt. Genau. Und dann vielleicht noch, ich hatte eigentlich die Suppe, nicht den Salat. Wichtig ist, freundlich zu bleiben. Fehler passieren überall. Absolut. Und wenn das Essen kalt ist, kann man auch höflich sagen, mein Essen ist leider schon kalt. Könnten Sie es bitte noch einmal aufwärmen? Das klingt sehr respektvoll. Manche Leute sagen einfach, das ist kalt. Aber mit leider und bitte klingt es gleich viel netter. Richtig. Und wenn man zu lange wartet, kann man vorsichtig nachfragen. Entschuldigung, wissen Sie, wann unser Essen kommt? Oder könnten Sie bitte kurz nachsehen? Sehr gut. Und falls das Getränk fehlt, geht auch. Ich glaube, mein Getränk wurde vergessen. Ein anderer Klassiker ist die falsche Rechnung. Wenn du merkst, dass etwas nicht stimmt, kannst du sagen, Entschuldigung, hier ist, glaube ich, ein kleiner Fehler auf der Rechnung. Ja, immer ruhig bleiben. In Deutschland ist Höflichkeit im Restaurant wirklich wichtig. Kein Streit, sondern klare, nette Worte. Und wenn der Service besonders freundlich war, darf man das ruhig sagen. Zum Beispiel, das war sehr nett von Ihnen oder der Service war super, Dankeschön. Da freut sich jede Bedienung. Ein freundlicher Gast macht den Unterschied. Genau. Und am Ende bleibt's wie im echten Leben. Fehler passieren, aber mit einem Lächeln und ein paar höflichen Sätzen löst sich fast alles. Das gilt nicht nur fürs Restaurant. So, Frank, wir sind satt und glücklich. Jetzt kommt der letzte Schritt, das Zahlen. Genau, der Moment der Wahrheit. Wenn man fertig ist, ruft man natürlich nicht quer durchs Lokal, sondern sagt freundlich, sobald der Kellner in der Nähe ist, Entschuldigung, wir würden gern zahlen. Oder einfach, die Rechnung bitte. Das ist der Klassiker. Ja, und wenn man getrennt zahlen möchte, sagt man, wir zahlen getrennt bitte. Das ist in Deutschland ganz normal. Jeder bezahlt oft nur, was er bestellt hat. Stimmt. Und wenn man gemeinsam bezahlt, sagt man, zusammen bitte. Dann schaut der Kellner auf den Zettel, sagt zum Beispiel, das macht 24,50 €. Und du kannst antworten, stimmt so, danke. Wenn du Trinkgeld gibst. Genau. Trinkgeld ist in Deutschland wichtig, aber nicht riesig. Meistens gibt man etwa 5 bis 10%. Also wenn das Essen 20 € kostet, kann man einfach 22 oder 23 € geben. Oder man sagt,
Machen Sie 25 bitte. Das ist höflich und praktisch. Und am Ende kommt der schönste Teil. Danke, es hat sehr gut geschmeckt. Oder das war wirklich lecker. Vielen Dank. Und dann noch schönen Tag noch oder schönen Abend. Das hört man überall. Wenn du den Kellner kennst, kannst du auch sagen, bis bald. Oder man sieht sich. Das klingt sehr freundlich. Ich finde, dieser letzte Moment ist fast genauso wichtig wie das Essen selbst. Man geht mit einem guten Gefühl. Ja, und das ist doch das Ziel. Satt, zufrieden und ein bisschen stolzer, weil man alles auf Deutsch geschafft hat. So, Lena, ich glaube, wir haben heute richtig Appetit auf Deutsch gemacht. Oh ja, und wahrscheinlich auch auf Kaffee und Kuchen. Aber bevor wir gehen, wollen wir noch ein paar kleine Tipps geben. Sozusagen das Dessert für dein Deutsch. Sehr schön gesagt. Auch fangen wir mit dem Wichtigsten an. Höflichkeit. In Deutschland ist bitte fast ein Zauberwort. Wenn du Bitte und Danke benutzt, wirkst du sofort sympathisch. Ganz genau. Und auch Entschuldigung ist wichtig, nicht nur wenn du dich entschuldigst, sondern auch um höflich Aufmerksamkeit zu bekommen. Zum Beispiel, wenn du bestellen oder zahlen möchtest. Richtig. Und beim Bestellen gilt, lieber zu höflich als zu direkt. Statt ich will einen Kaffee, sag lieber, ich hätte gern einen Kaffee. Das klingt freundlich und respektvoll. Und wenn du im Restaurant bist, sag beim Gehen ruhig: Danke, es war sehr lecker. Das hört jeder gern. Jetzt zum Trinkgeld. Viele Leute fragen sich, wie viel richtig ist. In Deutschland ist 5 bis 10% üblich, also bei einer Rechnung von 30 Euro gibst du vielleicht 33 Euro. Und man legt das Trinkgeld nicht einfach auf den Tisch wie in manchen Ländern, sondern sagt direkt beim Bezahlen: Machen Sie 35 bitte. Das spart Zeit und ist ganz normal. Und noch etwas. In Deutschland duzt man im Café selten das Personal. Man sagt also Sie. Zum Beispiel, könnten Sie mir bitte noch Wasser bringen? Genau. Erst wenn man sich kennt oder in kleinen Lokalen ist, kann man manchmal du sagen. Aber mit Sie liegt man immer richtig. Jetzt wiederholen wir kurz die wichtigsten Sätze von heute. Ich fange an. Und du sagst sie nach, okay? Na klar. Die Karte bitte. Ich hätte gern einen Kaffee. Entschuldigung, wir würden gern bestellen. Das hat sehr gut geschmeckt, danke. Die Rechnung bitte. Stimmt so, danke schön. Perfekt. Wenn du diese Sätze kannst, bist du für jedes Restaurant oder Café bereit. Und das Beste ist, du klingst dabei höflich, entspannt und richtig deutsch. Auch das nächste Mal, wenn du irgendwo in Deutschland bist, probier's aus. Sprich einfach, auch wenn du nicht sicher bist. Denn so lernst du am schnellsten. Und wer weiß, vielleicht bekommst du dann sogar den besten Platz am Fenster. Oder ein extra Stück Kuchen. Das wäre Motivation genug. Danke, dass du heute mit uns gelernt hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonnier unseren Kanal und schreib uns in die Kommentare. Was bestellst du am liebsten im Restaurant? Wir sind gespannt auf deine Antwort. Speichern und Folgen nicht vergessen. Vielleicht sehen wir uns sonst nie wieder.